Hi, it's Lieke hier. So beim Unterricht, jede Golfstunde, jede Trainingssession und besonders wenn du willst Schlägerfitting machen zu lassen, ist ganz wichtig, du stehst richtig hin zum das Ziel. Und ich meine kein normaler Standcheck, wenn du werfst den Schläger auf den Boden oder auf einen Driving Range Mat. Es muss eigentlich ein dynamischer Standcheck sein. Genau wenn du auf dem Golfplatz bist und das Ziel auf der linken Seite ist und der rechten Seite ist und dann du stehst richtig hin. Das ist eigentlich großartig, weil der Körper reagiert immer zurück zum das Ziel und es ändert alles. So oft die Ursache von einem Schwungfehler ist ein Stammproblem. Und der Grund einfach ist, wie wir sehen das Ziel. Wenn ich stehe jetzt so, beide Augen zum Ziel, habe ich keine Probleme eigentlich. Aber sobald ich stehe auf der Seite und ich drehe meinen Kopf so, die ganze Welt schaut anders aus, meine rechte Auge wird stärker, die Linie vom Sicht ist gebeugt hinaus nach rechts und dann fangen wir alle an. Und von hier, mein Körper, ich weiß, das Ziel weiter links ist, so mein Körper reagiert zurück zum das Ziel, so. So das erste Problem ist, der Schlägerkopf und Schlägerblatt bleibt nicht lang bei dem Ball, so mein Timing muss super sein zu treffen. Das zweite Problem ist, wenn die Schwungrichtung hier, mein Körper ist blockiert, ich stehe selbst im Weg, ich verliere bis 70% von meiner Kraft ist weg. Und das nächste Problem ist die Streuung. Links, rechts, Slice, ins Boden, alles Mögliche. Und auch habe ich ein Problem mit der Distanzkontrolle. Achteisen übers Grün, aufs Grün, kurz, übers Grün, aufs Grün, kurz. Und es ist genau der Zeitpunkt, wo jede schnelle Lösung kommt hinein, so ein neuer Griff, stärkeren Griff, Ballposition geht weiter zurück in den Stand. Und ich versuche alles Mögliche zurück, um das Ziel zu schwingen. Aber eigentlich, das ist keine gute Lösung. Und wenn du willst, Schlägerfitting machen zu lassen, bitte gehst du nicht hin mit sowas oder sowas, weil es ändert das ganze Setup von der Schläger, vom Schäfte, vom Kickpoints, vom Loft und Lies, weil die Schwungrichtung wird anders, der Angriffswinkel wird anders, die ganze Rotation, die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und das ist eigentlich viel Zeit, viel Energie und viel Geld und du wirst eigentlich für deinen Schwungfehler gefittet sein. Okay, so wie machen wir das jetzt richtig? So erstens muss ich hinter dem Ball stehen, beide Augen zum Ziel. Und ich nehme einen Punkt auf dem Ball zum Ziellinie, so innerhalb 1 Meter, so eine kürzere Distanz. Es könnte ein Blatt sein, es könnte ein Rasenstock. In dieser Situation habe ich einen Ball hingelegt, weil das ist viel einfacher dann für das Video. Und dann kommen wir hin, Schlägerblatt zum Punkt auf dem Boden. Die Füße dann kommen hin, aber zusammen. Das macht alles viel einfacher, statt so und so. Füße kommen zusammen. Stehe ich parallel zum Ball zum Ziellinie. Und dann gehe ich eigentlich nur Jack und Jack, denn ich weiß, ich stehe richtig hin. Der Schläger auf dem Boden ist auf dem Ball zum Ziellinie. Der Schläger auf dem Boden dort ist wegen der Körper. So ist wie eine Zugschiene. Eine Schiene geht zum Ziel, eine Schiene geht parallel zum Ball zum Ziellinie, aber links davon. Und jetzt, ich weiß, ich stehe richtig zum Ziel hin. So, was ich sehe sehr oft auf dem Golfplatz und auf dem Driving Range, ist eigentlich, Leute stehen so hin und versuchen auf dem Ball zum Ziellinie zu stehen. So, warum ist das falsch? Wenn ich werfe einen Ball zum Beispiel und ich stehe auf dem Ball zum Ziellinie, mein Ballhand ist dort und du würdest sagen, Lee, so, du stehst falsch. Weil von hier muss ich zurück zum Ziel reagieren. Tennis ist dasselbe, Fußball ist dasselbe. Und eigentlich, ich stehe selbst im Weg, bin ich blockiert. Wenn ich stehe auf der anderen Seite, links, okay, mein Körper ist bereit, es ist offen, aber ich kann auf das Ziel reagieren. Tennis ist dasselbe, Fußball ist dasselbe. Und wenn jemand steht ein bisschen zu weit nach rechts, das ist 1000-mal schlimmer wie links. Weil wenn ich stehe rechts, bin ich blockiert. Wenn ich stehe links, okay, zu viel links ist auch nicht gut. Wenn ich stehe links, mein Körper ist offen, bereit, ich kann auf das Ziel reagieren. Rechts muss ich zurückschwingen, stehe ich selbst im Weg. Okay, so jetzt schauen wir mal. Es kann nicht so schwer sein, gell? So, wir stehen jetzt hin. Beide Augen zum Ziel. Ich nehme einen Punkt auf dem Ball zum Ziellinie. Stehe ich hin, Schlägerblatt zuerst zum Punkt, Füße kommen zusammen. Dann stehe ich parallel zum Ball zum Ziellinie. Okay, jetzt bin ich bereit. Das
Hauen wir drauf. Das war ein guter Schwung, gut getroffen. Flugbahn war nicht schlecht. Auf Trackman und Flight Scope, die Spin Numbers wird sicher gut sein. Er läuft noch. In der Realität, das ist genau was passiert. Wenn jemand kommt hin mit einem Schwungrichtungsfehler, oft sie stehen zu weit nach rechts und dann sie schwingen hier links zurück. Und ich sage, na, das ist falsch. Musst du richtig hinstehen. So, sie kommen so hin. Und weil der Körper programmiert ist, der Muskelgedächtnis ist wirklich unterschätzt. Der Körper ist so programmiert, zurück auf das Ziel zu schwingen, weil sie sind gewohnt, zu weit nach rechts zu stehen. Und dann das Ball hat meinen Namen überall drauf. So, ich werde das in späteren Videos machen, wie du kannst deinen Schwungfehler ganz einfach korrigieren. Aber wenn jemand steht so und schwingt so, von falsch zum perfekt funktioniert nie. Wir müssen es total umgekehrt machen, gegen deinen Instinkt, gegen dein Gefühl spielen, bis du kannst deinen Schwungfehler korrigieren. So was ich meine, wir würden auf die andere Seite gehen. Und wenn ich stehe zu weit links, ich würde nicht lang sowas machen können, weil jeder Ball wird out sein. Wenn mein Ziel auf der rechten Seite hier ist, mein Körper automatisch reagiert hinaus zum das Ziel. Und eigentlich, ich würde durch ein bisschen Zeit, ein bisschen Übung, ich würde meinen Schwungfehler ganz leicht korrigieren können. So, wenn du ein bisschen tippst und du denkst, diese Stunde eigentlich ist nicht für mich, ich kann richtig hinstehen, habe ich keine Probleme, lassen wir das. Bitte gehst du ins Eck von der Driving Range oder auf den Golfplatz und nimmst du ein Ziel weit rechts. Dann kommst du hin, so stehen und dann Schläger fallen lassen auf die Zehenspitzen. Und der wichtigste Schläger jetzt ist der Schläger, das läuft von der Ball weg, parallel zum den anderen Schläger. Und das zeigt alles. Und ich glaube, einige von euch wird sicher ein bisschen schockiert. So, wenn du stehst nicht richtig hin zum das Ziel, es ist egal, was du machst, vom Schwungtechnik und Schwungdrill, egal, was du denkst über die Schulter drehen, über die Hüfte oder den Arm, egal, was du siehst im Internet, nichts wird funktionieren. Du kannst alles durch ein Fenster hinauswerfen. Und das ist der Grund, oft du kannst eine spitze Golfstunde haben, dann eine Woche später oder 2 Wochen später, der Schwungfehler kommt wieder zurück, weil der Körper reagiert zurück auf das Ziel auf dem Golfplatz und dein Schwungfehler wird wieder geübt. So, von meiner Erfahrung her, ich habe sehr viel Unterricht selbst gehabt. Und der große rote Licht. Wenn jemand versucht, dein Golf zu verbessern und sie fangen nicht an mit einem Standcheck, unhöflich ist auch blöd, so musst du eigentlich nett sein. Aber ich würde empfehlen, tschüss, bye. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Who is that? Hey! Ich hoffe, du hast meine erste Stunde genossen. Das war meine allererste. Und es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, mit dem Kameraapparat zu reden, aber das geht schon. Und ich hoffe auch, du hast meine Deutsch verstanden. Ich kann eigentlich nur Steirisch reden. Das ist der Steiermark in Österreich. Deutsch kann ich weniger, aber Steirisch geht schon. Und wenn du genug hast mit komplizierten Schwungmechaniken oder du willst nichts mehr über die Hüfte oder Schulter oder Arm oder Ellbogen oder Kopf unten lassen, nichts mehr zu denken, bitte schlagst du unten auf den Subscribe-Knopf und gib mir einen Thumbs up und ich würde dir zeigen, du kannst einfach so viel besser sein. Bis zum nächsten Mal.
That's it. Go on, good swing. Concentrate what you're doing. Whack it out there. Go on, whack it. Get right through it. Great shot. That's brilliant, that. Good lad. Boom. Go on, Sevens, have a good swing, mate. Great shot, that. Boom. That's good, that. It's a cracking swing, that. Come on, Leo. Knock it out there, mate. Great swing, that. Subscribe and hit the button. Subscribe and hit the button. You're the man, Leo. Yeah. Come on, Lucy, first shot on the golf course. Go on, big hit. Oh, not bad. Look at that. Hey, you're the girl. No messing. Hey, that's cool. Again, you're only supposed to get one chance. Where are you going? Hey, look at that, you make a great caddy. What do you reckon, Ruby?